Du denkst, Pfannkuchen sind eine moderne Branscherfindung? Denk nochmal. Schon vor 700 Jahren brutzelten in deutschen Küchen flache Teigwaren mit süßen Früchten. Und wenn du wissen willst, wie solch ein altes Rezept aus dem Mittelalter aussah, dann bleib dran. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Heute ist alles etwas ein bisschen anders, denn wir sind auf einem kurzen Campingtrip. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht ein Video bekommt. Und deshalb filmen wir gerade draußen. Dementsprechend wäre es möglich, dass das ein oder andere Vögelchen durch die Gegend zwitschert. Oder wir sind am Rhein, irgendwelche Boote mal kurz vorbeifahren. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Wie gesagt, heute reisen wir ins Mittelalter. Und manche Pfannkuchen, wie sie unsere Vorfahren gegessen haben, werden wir heute versuchen nachzubacken. Und sie bestanden meistens aus Äpfeln, Honig und einer Prise Geschichte. Im Mittelalter waren Pfannkuchen keine Frühstücksleckerei, sondern eine willkommene Abwechslung in einer Küche, die oft sehr karg war. Die Leute verwendeten das, was sie hatten. Mehl aus Dinkel oder Roggen, frisches Wasser oder Milch vom Vieh, Eier, wenn man Glück hatte. Und zum Süßen Honig oder Trockenfrüchte. In deutschen Regionen wie Bayern, Schwaben oder Thüringen wurden Äpfel und Pflaumen oft mitgegart oder als Mus auf die fertigen Fladen gegeben. Zucker war Luxus, doch das hielt niemanden davon ab, aus den einfachsten Zutaten ein Festessen zu machen. Und jetzt würde ich sagen, wir machen den Teig fertig. Ich erkläre euch die Zutaten und danach werden wir die Pfannkuchen backen. Wir ponieren etwas um. Bevor wir den Teig machen, machen wir erstmal ganz kurz den Hobo an. Hier kann man nicht einfach Feuer machen. Deshalb ist es hier auf dem Campingplatz nur erlaubt, entsprechend, wenn der nicht auf dem Boden steht, was ja auch völlig verständlich ist, weil wir ja den ganzen Boden damit kaputt machen würden, sondern er irgendwo, ich sag mal, so weit oben steht, dass da nichts passieren kann. Wir haben auch einen Feuerlöscher dabei, falls hier doch irgendwas schief gehen sollte. Aber es sieht hier nicht so aus. Es ist hier völlig üblich, dass hier überall gegrillt wird. Dementsprechend machen wir das jetzt hier auf diesem alten Gasgrill mit dem Hobokocher. Genau, und während der Hobokocher jetzt kurz anbrennt und etwas runterbrennt, dass wir die Pfanne draufstellen können, machen wir mal ganz schnell den Teig fertig. So kannst du deinen eigenen mittelalterlichen Pfannkuchen machen. Mit Zutaten, die fast genauso einfach sind wie damals. 150 Gramm Dinkelmehl, alternativ Roggen oder Weizen, Typ 1050. Nur bei dem Weizen war es ja damals so, das war nicht sehr oft vertreten, sodass wir uns heute auf das Dinkelmehl konzentrieren. 250 Milliliter Milch oder Wasser. Also wir werden diesmal Milch nehmen. Ob Wasser wahrscheinlich mindestens genauso üblicher, wenn sogar nicht noch üblicher. Aber er soll ja auch schmecken. 2 Eier. Eine Prise Salz. Ein Esslöffel Honig. Den holen wir gleich raus. 2 Äpfel, säuerliche zum Beispiel, wie Boskop. Butterschmalz oder Öl zum Anbraten. Das holen wir gleich. Da werden wir ein bisschen Öl nehmen, kein Butterschmalz. Genau. Und noch eine Prise Zimt oder Muskatnuss. Also wir werden Zimt nehmen. Zimt war damals sehr, sehr üblich. Und ein bisschen Salz. Genau. Das sind die Zutaten. Und jetzt werden wir daraus mal einen Teig machen. So, die Herstellung des Teiges ist super einfach. Also wir nehmen die Milch, geben sie in die Schüssel, fangen die Eier ein, die gerade runterrollen wollen. Oh Gott, das war schnell genug. Wo ist das zweite hin? Ja, das ist hier. So, dann kommen die Eier rein. Einmal. Und zweimal. Dann machen wir eine Prise Salz dazu. Bloß nicht zu viel. Und rühren das erstmal ein. Wie ihr seht, wir haben heute nur eine Gabel dabei. Denn wie war das mit der Vorbereitung? Lass uns ein Video machen, wenn wir da sind. Ja, coole Idee. Hast du alles dabei? Ja, habe ich alles dabei. Den Schneebesen habe ich natürlich vergessen. Gut, also muss die gute alte Gabel herhalten. Dann rühren wir noch das Mehl ein. Gucken, ob das jetzt so klappt, wie wir uns das vorstellen.
Ja, wird schon. Gucken, dass das nicht so klumpig wird. So, ich werde das gleich etwas beschleunigen, das Video. So, jetzt steht in dem Rezept nichts, wie der Zimt da rein muss, ob man den auf die Äpfel streut oder ob man den in den Teig macht. Ich bin mal mutig, ich mache den einfach ein bisschen in den Teig rein. Einfach mal ein bisschen. So, wir werden den nachher verkosten und herausfinden, ob das eine gute Idee war oder nicht. Aber es sollte wahrscheinlich nicht stören. So, der Teig ist jetzt fertig. Jetzt müssen wir die Äpfel noch schälen und in Scheiben schneiden. So, jetzt müssen wir die Äpfel noch schälen. Wir haben übrigens vergessen, den Honig unterzurühren. Das machen wir gleich noch ganz fix. Und dann ist der Teig wirklich fertig. Auch das Äpfelschälen spule ich vor. Auch hier wieder, ihr seht schon, ich schäle mit einem Messer. Könnt ihr aber raten, warum. Ich habe den Schäler vergessen. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das wisst, weil da habe ich gerade eine kleine Lücke, ob es früher schon Kartoffelschäler gab, ob die genauso gut und effizient waren wie die heutigen oder ob man tatsächlich wie ich mit einem Küchenmesser die Äpfel geschält haben oder die Kartoffeln geschält wurden. Das wäre ganz toll, wenn ihr das mal kurz mitteilen würdet. So, nachdem die Äpfel geschnitten sind, müssen wir sie in dünne Scheiben schneiden. Ich glaube, ich werde hier Streifen draus machen. Ob das eine coole Idee ist oder nicht, das wird sich zeigen. Aber die kann man, glaube ich, ziemlich gut auf die Pfannekuchen einfach auflegen. Die Pfannekuchen ähneln ein bisschen den Pancakes, die es so zu machen auch gibt, aber die sind dann doch etwas in dem Rezept anders von der Dicke her und auch ein bisschen von den Zutaten. Aber wir versuchen uns heute ja mal an dem alten Rezept und gucken mal, wie das schmeckt. Von den Zutaten her gefällt mir das eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Ich denke, es wird auch super gut mit Pflaumen funktionieren, aber da ist jetzt noch nicht die Zeit. Und das machen wir dann vielleicht nochmal mit Pflaumen in ein paar Wochen. Gut, dann habe ich ja gesagt, wir haben den Honig vergessen. Das ist übrigens der gute Honig von unseren eigenen Bienen. Da kommt von 1 Esslöffel mit runter. Da sparen wir jetzt mal nicht. Ah, geil. Der Rest gehört mir. So, meine Tochter guckt schon ganz neidisch. Die wollte nämlich einen Löffel haben. Da war es aber nicht schnell genug, weil sie die Kamera halten musste. So, dann rühren wir den Honig jetzt noch unter. Und dann können wir auch schon die Pfanne holen. Und dann werden wir die Pfannekuchen mal ausbacken. Der Teig, der wirkt etwas dünn. Ich hoffe, ich habe mich nicht vermessen. Aber das werden wir dann gleich sehen. So, die Flammen sind soweit runtergebrannt. Dann machen wir jetzt die Pfanne drauf. Ein bisschen Öl rein. Und es qualmt jetzt ein bisschen, weil noch nicht so viel Glut da ist. Und dann hole ich mal die Äpfel. Die sollen nämlich zuerst ein bisschen anbraten. So. Das machen wir doch glatt. Dann machen wir die einfach so rein. Quick and dirty. Ich glaube, man hat früher auch da nicht so kompliziert gemacht. Also falls jemand sich wundert, die Familie ist natürlich mit beim Campen. Und ich habe sie zwar gebeten, mal kurz für die Aufnahme nicht mitzuwirken, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn noch kleine Kinder und eine Frau dabei ist. So, also wir braten die Äpfel jetzt erstmal ein bisschen an.
Und ich spule das gleich auch wieder ein kleines bisschen vor. Huch, da war schon der erste Apfel weg. Das ist kein Problem, kriegt gleich der Hund. Wir müssen jetzt hier auf jeden Fall mal ein paar kleinere Schnitte machen. Die Äpfel sind soweit gut, aber das Gerät ist überhitzt. Es ist einfach zu heiß heute. Wir haben hier über 30 Grad in der Sonne. Ich gieße jetzt einfach den Teig mal hier drauf. Ist jetzt relativ dick geworden. Ich hoffe, das geht trotzdem. Aber wir lassen es überraschen. Bis in 2 Minuten. So, die Pfannekuchen sind jetzt fertig. Wir packen die jetzt mal auf einen Teller, um die zu probieren. Wie ihr schon seht, ist es doch eher ein Apfelcrumble geworden, denn ein Pfannekuchen. Mögen es mir die Zuschauer verzeihen. Wie gesagt, kein Profi. Aber ich denke mal, das wird dem Geschmack keinen Abbruch tun. Also ich denke, der Fehler war einfach zu viele Äpfel, oder vielleicht nicht zu viele Äpfel, aber der Teig war definitiv etwas zu dick. Und dadurch ist er bei dem Ofen, den man nicht vom Feuer regulieren kann, ist er einfach zu stark angebrannt unten, sodass ich den früher wenden musste als geplant. Und dadurch ist er gebrochen. Also ich denke, wenn ihr das zu Hause nachmacht, macht es irgendwo, wo ihr das Feuer besser regulieren könnt. Und macht die Teigstärke etwas dünner und dann sollte das eigentlich funktionieren. So, dann kommen wir jetzt zur Verkostung. Ich habe die Platte Pfannkuchen hier schon stehen und nehmen wir mal was. Also ehrlich gesagt, es sieht aus wie Apfelcrumble. Vielleicht müsste ich das Video noch umbenennen. Der Hund will auch gerne haben. Also es scheint schon mal sehr lecker zu sein, obwohl die frisst alles. Gucken wir mal. Also wir nehmen mal hier erstmal den Teig, ein Stück. Der Zimt kommt leicht raus, das war okay. Es ist nicht so süß. Mit dem Apfel kommt ein bisschen Säure mit rein. Der Apfel könnte tatsächlich noch ein bisschen saurer sein. Also nehmt irgendeinen, der schön sauer ist. Und wer es süßer mag, kann da sicherlich auch noch mal einen halben Löffel Honig mehr mit reinmachen. Sonst ist es eigentlich soweit ganz okay. Was ich mir gut vorstellen könnte, ist tatsächlich, das mit Vanilleeis zu essen. Also es hat so einen lecker süßlichen Geschmack mit dem Apfel. Und ich glaube, mit Vanilleeis wäre das echt eine richtig geile Kombination. Müssen wir mal ausprobieren. Ich weiß zwar nicht, ob es Vanilleeis damals gab, finden wir heraus. Aber für heute ist modern nachzukochen gar nicht so schlecht. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert bitte den Kanal, schreibt gerne was in die Kommentare. Ich meine, ich habe euch eine Frage hinterlassen mit der Bitte zur Beantwortung. Liked das Video. Ich freue mich auf eure Mitwirkung und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann.